Herzlich willkommen hier im neuen Museum auf der Museumsinsel. Mein Name ist Matthias Wemhoff, ich bin der Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte. In unserer großen Sammlung, die Funde aus ganz Europa und angrenzenden Gebieten umfasst, haben wir auch eine ganze Reihe von Funden direkt aus Berlin und Brandenburg. Und ich beginne jetzt mal mit Ihnen in der Urgeschichte und wir schauen uns ein ganz besonderes Exemplar an, was vor Tausenden von Jahren auf dem Alexanderplatz herumlief. In Berlin ist es richtig schwer, Objekte zu finden aus der Altsteinzeit vor der letzten Eiszeit. Denn die letzte Eiszeit ist hier noch einmal so richtig rübergerauscht und hat alles tief in den Boden hineingedrückt. Und insofern braucht man schon ganz besondere Fundstellen, um überhaupt Tiere oder auch mal menschliche Objekte, was allerdings sehr, sehr, sehr selten ist, zu finden, die aus dieser Phase kommen. Und ein solches Objekt liegt hier vor mir. Das ist der Höhlenlöwe vom Alexanderplatz. Man müsste sich das mal vorstellen, heute am Alexanderplatz ein freilaufender Löwe. Es würde ziemliche Panik geben. Damals ist das ein klar ganz normales Gebiet, wo auch ein Höhlenlöwe zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Tieren herumgelaufen ist. Das ist so eine Zeit, wo es ja eine Vielzahl von Tieren hier gibt. Tiere, die die offene Landschaft lieben, Tiere, die den Wald lieben. Eine Fauna, die dann hinterher durch die Eiszeit hier völlig verloren gegangen ist. Nun, Höhlen gab es aber damals am Alexanderplatz auch nicht. Das ist einfach ein Name, den diese Löwenart bekommen hat, weil die ersten Skelette in Höhlen entdeckt worden sind. Zum Beispiel in der bekannten Neandertaler-Höhle. Und das liegt vermutlich daran, vielleicht waren die Löwen dort gar nicht vor Ort, sondern irgendwelche anderen Tiere, Hyänen oder ähnliche Raubtiere, haben dann den vielleicht schon toten Löwenkadaver da hineingezerrt und dort aufgefressen. Also Höhlenlöwe ohne Höhle am Alexanderplatz. Mit der jungsteinzeitlichen Besiedlung, mit dem Ankommen der ersten Ackerbau- und Viehzüchter vor etwa 8000 Jahren hier in unserem Raum, begann dann tatsächlich diese ganz neue Lebensweise. Und sie ist vermutlich auch ziemlich schnell verbunden gewesen mit dem Nutzen der vielen Flüsse und Seen hier in Brandenburg. Und davon zeugen diese Einbäume. Die sind tatsächlich aus einem Baumstamm herausgearbeitet. Wir haben zwei Stücke hier. Der eine hier stammt aus Linum, der andere aus Berlin. Und beide sind richtig alt, gehören also in den Beginn des 3. Jahrtausends vor Christus, 5000 Jahre alt, damit die ältesten erhaltenen Wassergefährte hier in ganz Norddeutschland. Also ziemlich spektakulär. Man kann sich vorstellen, dass man damit dann wirklich zu den Netzen hinaus gepaddelt ist und Fischfang in durchaus großem Stil hier betrieben hat. Unsere Region ist voller Schlachtfelder. Aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Dreißigjährigen Krieg. Aber ein so altes Schlachtfeld, wie es in Mecklenburg-Vorpommern im idyllischen Tolensetal gefunden worden ist, das ist schon wirklich etwas ganz Besonderes. Etwas, was wir uns vor diesem Fund gar nicht vorstellen konnten, dass ja fast heeresähnliche Truppen in der Bronzezeit vor etwa 3200 Jahren aufeinander getroffen sind und ein Feld von Toten hinterlassen haben. Das ahnt man nicht, wenn man sich heute in diesem Tälchen der Tolense bewegt. Und vor einigen Jahren ist es dann passiert, an der Uferkante, am Sandabbruch haben Taucher das erste Mal menschliche Knochen entdeckt. Dann fanden dort erste Grabungen statt. Bis heute sind nur kleine Ausschnitte untersucht und trotzdem sind schon weit über 100 Tote dort entdeckt worden. Und das ist das Ergebnis eines kleinen Ausschnittes. Man sieht, wie viele Schädel hier herumgerollt liegen, vermischt mit anderen Knochen, Menschenknochen, aber auch Pferdeknochen sind darunter. Das ist kein natürlicher Verbund eines Skelettes mehr. Das sind keine bestatteten Toten gewesen. Das sind keine Toten, die an einer Stelle verscharrt wurden, sondern offensichtlich lagen die Skelette eine ganze Zeit lang offen und sind dann vom Fluss, von Überschwemmungen herumgetragen worden. Und dann bilden sich solche Fundhorizonte. Die Erforschung dieses Schlachtfeldes wird immer noch weiter vorangetrieben von den Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wissen immer noch nicht genau, wer ist da auf wen getroffen. Wir wissen nur, es war eine ziemlich brutale Schlacht, wenn man mal nach hier unten schaut. Man findet ganz, ganz viele Pfeilspitzen, sowohl aus Bronze als auch aus Stein. Man findet Lanzenspitzen, aber auch solche einfachen Holzgeräte, wie man sie sich vielleicht im Bauernkrieg vorstellen kann, mit denen dann aufeinander eingeschlagen wurde. Und die haben auch sichtbare Verletzungen an verschiedenen Schädeln hinterlassen.
Ja, ich stehe hier vor einem ganz besonderen, hohlen Eichenstamm. Der ist ausgegraben dort, wo heute in Berlin-Lichterfelde das Benjamin Franklin Klinikum steht. Und dort war in der Bronzezeit vor 3200 Jahren eine Siedlung und ein Brunnen, der von diesem ausgehöhlten Eichenstamm befestigt wurde. Und dieser Brunnen spielte offensichtlich eine besondere Rolle. Natürlich wurde er zum Wasserschöpfen genutzt, aber er hatte vielleicht auch den Charakter einer besonderen Verbindung zur Unterwelt, denn dazu bestand in der Bronzezeit eine besondere Beziehung. Wir wissen von ganz vielen Opfern, die immer in Mooren, in Seen deponiert wurden, sodass man sie nicht zurückholen konnte. Und auch an diesem Brunnen fand ein kultisches Geschehen statt, denn wir sehen hier sowohl am Boden, aber dann auch hier auf halber Höhe findet sich ein ganzes Konvolut von Tassen, die hier richtig deponiert, also absichtlich niedergelegt worden sind. Und die damaligen Archäologen haben genau analysiert, was war in den Tassen drin. Und wir können vermuten, dass es ein ziemlich berauschendes Getränk war, was da im Frühjahr hergestellt wurde mit Lindenblüten, mit Weidenpollen, die da drin sind, mit vielen Gewürzen, mit Birkenspuren. Also man geht davon aus, dass es durchaus eine gewisse berauschende Wirkung hatte. Und am Ende eines großen Opfermahles, was häufiger an dieser Stelle stattgefunden hat, wurden dann all diese Tassen in den schon halb verfüllten Brunnen hineingepackt. Tassen sind übrigens etwas Besonderes. Das gibt es in der Bronzezeit, dann verschwindet das aus dem Formenrepertoire total. Und Tassen tauchen dann erst wieder auf, als die Heißgetränke in Europa in Mode kommen und Porzellan mit Henkeln gefertigt wird. Bronzezeitliche Spuren finden die Archäologen in Berlin immer wieder in relativ großer Anzahl. Das sind nochmal die Originaltassen jetzt aus dem Opferbrunnen von Lichterfelde. Hier haben wir auch einen wunderbaren Keramikkomplex mit diesen wirklich schön gefertigten Gefäßen. Die stammen alle vom Seeboden, nämlich aus dem Großglienicker See und sind dort von Tauchern geborgen worden. Auch da vermuten wir eine absichtliche Versenkung im See. Man könnte sich vorstellen, dass auch diese Gefäße mit Speisen gefüllt gewesen sind und dann vielleicht in einem Einbaum auf den See gebracht worden sind. Dieser wurde angesteckt und dann ist alles im See zu Ehren der unterirdischen Unterwassergötter quasi versenkt worden. Eine mögliche Interpretation. Ganz anders hier Befunde aus einer Siedlung in Berlin-Rudow. Da bekommen wir mal so etwas mit vom alltäglichen Leben in der Bronzezeit. Tassen gab es damals auch schon, aber ganz besonders ist diese Reibschale, die wir hier sehen. Also die ist richtig abgeglättet, da hat man mit einem Reibstein immer wieder Getreide gemahlen, wie es über Jahrhunderte in allen Siedlungen Brauch ist. Also hier sehr intensiv. Man sieht, es glimmert so ein bisschen. Also da gibt es auch einiges an Abrieb. Das ist dann nicht besonders gesund, wenn das mit dem Mehl an die Zähne kommt und die Zähne können dann durchaus ihre Form verlieren. Schauen wir einmal nach unten. Das ist ein ganz besonders schönes keramisches Gefäß, dieses große, bauchige Gefäß mit diesen wunderbaren Verzierungen, die hier drauf sind und dann mit dem roten Überzug. Das zeugt von der großen Qualität der Töpfer in dieser Zeit. Das kann durchaus mit Produkten im Mittelmeerraum mithalten. Das ist ein Markenzeichen der Lausitzer Kultur, die wir hier benennen, die von der Bronzezeit dann noch in die Eisenzeit hineinreicht. Ja, in dieser Vitrine liegen zahlreiche Funde aus Spandau, aber richtig spektakulär sind hier diese vergoldeten Sporen und auch dieser vergoldete Schildbuckel. Vergoldete Spuren sind ausgesprochen selten. Im gesamten Fundbestand des Mittelalters bei uns gibt es nur 6 vergleichbare Stücke und 2 davon liegen hier. Sie sind gefunden worden am Burgwall in Spandau, dem Zentrum in der Slawenzeit in Spandau, dem wichtigsten Handelszentrum hier in der gesamten Region, direkt neben einer Brücke und zusammen noch mit Lederstiefeln. Also man kann sich jetzt überlegen, was ist da passiert? Ist da jemand von der Brücke gefallen? War er vielleicht sturzbetrunken oder ist er in einer kriegerischen Auseinandersetzung von der Brücke gestoßen worden? Konnte dann herauskommen, aber seine Stiefel saßen im Schlamm fest, zusammen mit seinen goldenen Sporen. Das muss nun nicht irgendein Unglück gewesen sein, sondern das kann durchaus ein bedeutender Träger der Sporen gewesen sein, der hier in den Burggraben gefallen ist. Wie gesagt, es gibt nur ganz wenig Vergoldete, das spricht für eine hochrangige Person. Solche Sporen in dieser Art und Weise, auch solche vergoldeten Sporen, waren durchaus Würdenträgern im Salischen Reich in dieser Epoche vorbehalten. Also man kann sich vorstellen, das Unglück auf dieser Brücke geschah am Anfang des 12. Jahrhunderts. Das ist archäologisch datiert so nach 1107. In der Zeit
wo es immer wieder zu Konflikten zwischen den slawischen Besitzern der Burg und dem Deutschen Reich gekommen ist. Ja, ich stehe jetzt hier neben der Büste von Heinrich Schliemann, einem der großen Gönner und Förderer unseres Museums, der dem Museum zur ewigen und ungeteilten Aufbewahrung in seiner Hauptstadt die Sammlung trojanischer Altertümer hinterlassen hat. Dieser Herr wird jetzt in 2 Jahren 200 Jahre alt und insofern sind wir mächtig am Vorbereiten, was wir Ihnen dann zeigen können. Und wir werden in 2 Jahren eine große neue Ausstellung hier präsentieren, eine Sonderausstellung Schliemanns Welten. Wir werden Heinrich Schliemann richtig verfolgen. Nicht nur seine trojanischen Altertümer, nicht nur seine Tätigkeit als Archäologe, sondern wir werden zeigen, was für ein Mensch war es eigentlich. Was hat er vorher gemacht? Wie war er als Unternehmer? Er hat tatsächlich schon die Welt so als einer der ersten so richtig kosmopolitisch begriffen, sowohl wirtschaftlich als auch mit seinen persönlichen Reisen. Und bei diesen Tätigkeiten lernt man doch schon einiges kennen über diese ganz besondere Person. Also herzliche Einladung, 2022, das wird Schliemann-Jahr.